Hallo ihr Lieben, das Wochenende steht vor der Tür und vielleicht auch euer Cheat Day, Besucher oder auch einfach hungrige Familienangehörige, die Lust auf was Süßes haben. Dafür bin ich da. Wir brauchen 4 große Äpfel, Walnüsse, Rosinen, Zucker, Zimt und natürlich Strudelteig. Butter oder Butterschmalz zum Bestreichen und Semmelbrösel und Butter für die Bröselmischung. Zuerst erhitzt ihr eine Pfanne und gebt die Butter hinein. Ist diese geschmolzen, gebt ihr die Semmelbrösel dazu und jetzt rührt ihr konstant und zwar so lange, bis die Brösel so eine schöne goldgelbe Farbe angenommen haben und ihr macht das Ganze auf mittlerer Stufe, bei mir ist es Stufe 5 von 9. Runter vom Herd und auskühlen lassen und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Äpfel schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Egal wie ihr die Äpfel schneidet, achtet einfach nur darauf, dass die Stücke nicht zu groß und nicht zu dick sind, denn sonst brauchen sie im Ofen um einiges länger. Außerdem werden die Walnüsse gehackt und da reicht es, wenn ihr das nur ganz grob macht, also ihr müsst die jetzt nicht irgendwie fein mahlen. Zu den Äpfeln kommen jetzt die Walnüsse dazu, die Rosinen, Zimt und Zucker und jetzt wird alles mit den Händen gründlich vermengt. Außerdem wird das Butterschmalz geschmolzen und ihr holt die Strudelteigblätter aus der Verpackung. Legt die 4 Blätter schön übereinander, dann schaut ihr, wo die Mitte ist und schneidet hier unten an der langen Seite einfach einmal in der Mitte durch, so habt ihr 8 Blätter. Deckt sie mit einem sauberen Küchentuch ab, damit sie euch nicht austrocknen und bereitet vor die Semmelbröselmischung, die Apfelfülle und natürlich das geschmolzene Butterschmalz. Schnappt euch das erste Blatt, beträufelt es mit ein bisschen vom Butterschmalz und bestreicht es gründlich. Teilt die Brösel am besten auf 8 Teile auf, denn so habt ihr für jedes Blatt in etwa die gleiche Menge. Setzt die Brösel schön mittig, verstreicht sie und darauf kommen dann ungefähr 2 bis 3 Esslöffel von der Apfelfülle. Durch diese Bröselschicht weicht euer Apfelstrudel nicht so leicht auf und ich finde, er schmeckt einfach besser. Jetzt klappt ihr das Blatt von links und rechts zur Mitte hin um, verteilt noch ein bisschen Butterschmalz am oberen Rand und rollt das Ganze auf. Straff, aber nicht zu straff, also ein bisschen Feingefühl müsst ihr haben, damit das Blatt nicht platzt. Den fertigen Mini-Strudel legt ihr auf ein mit Backpapier belegtes Blech und macht mit den anderen 7 Blättern genau das gleiche. Bestreicht die Mini-Strudel mit dem übrigen Butterschmalz und gebt sie in den Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 Minuten. Behaltet sie aber unbedingt im Auge, denn in den letzten 10 Minuten wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass ihr sie mit Alufolie bedeckt, damit sie euch nicht zu dunkel werden. Nach dem Backen auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen. Ihr könnt sie servieren zusammen mit Vanilleeis oder auch mit selbstgemachter Vanillesoße und wie ich die zubereite, seht ihr in meinem Video zu Buchteln. Ich verlinke euch natürlich alles überall, damit ihr nicht lange suchen müsst, aber ich kann euch echt empfehlen, die Soße selber zu machen, weil sie wirklich gut schmeckt. Diese kleinen, handlichen, praktischen Apfelstrudel solltet ihr luftdicht verpacken und im Kühlschrank lagern, dann sind sie ungefähr 3 bis 4 Tage haltbar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und besucht mich gerne auf Facebook, Pinterest und Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.